Wir sind Basti und Svenja und nachdem wir uns über ein Jahr durch Europa ins Vanlife eingelebt haben, erfüllen wir uns nun unseren größten Traum. Wir fahren mit unserem selbst ausgebauten Van und unserer Hündin Pepper von Kanada Richtung Südamerika. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, ich bin schweißgebadet, haben wir uns an die langen Strecken in Kanada gewöhnt und freuen uns nun einfach über die weite und vielfältige Natur. Wir starten die Woche an der größten Düne in Quebec und machen uns auf den Weg entlang des magischen Fjords. Abonniert den Kanal und entdeckt den Osten Kanadas mit uns, bevor es weiter Richtung Westen geht. So they know my sweet baby loves me so. She got me going, yeah, she turns me on. And she loves me, yeah, she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind. She's my lover. Willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge mit uns. Wir nehmen euch da mit, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir sind noch in Tadoussac, nordöstlich von Quebec. Wir sind nach der Whale-Watching-Tour auf eine riesengroße Düne gefahren. Da haben wir jetzt gerade Mittag gegessen und ein bisschen gefaulenzt. Damit ist jetzt aber Schluss. Wir wollen einmal die Düne runter und wieder hochlaufen und sind gespannt, wie sie von unten auf uns wirkt. She loves me, yes she loves me, and it blows my mind. Yeah, it blows my mind. She's my lover. She's my lover. Wir haben jetzt gerade noch ein sehr nettes Pärchen getroffen, hier aus Quebec, und haben uns jetzt aber direkt von den beiden verabschiedet, weil wir unbedingt duschen wollen müssen. Und hier in Tadoussac gibt es eine öffentliche Dusche und ich war jetzt gerade schon mal drin und habe die mir angeguckt und es sieht aus wie ein kleiner Wellnessbereich. Alles ist aus Holz und es riecht auch richtig, wie wenn man in den Wellnessbereich geht. Und man darf da duschen für $1 für 5 Minuten. Richtig geil. Und muss jetzt gerade hier noch $1-Stücke besorgen. Und jetzt können wir beide 10 Minuten lang richtig schön duschen. Basti ist schon vorgegangen. Ich packe jetzt noch meinen Kram zusammen und dann zeigen wir euch mal den Duschbereich, den wir hier gefunden haben. War schlecht für $1, ne? Das war die beste Dusche, öffentliche Dusche, die wir je hatten, oder? In Kanada. In Kanada. Nein, je. Je. Die war richtig geil. Das war richtiger Luxus, nachdem Bastis Dusche ausging und ich endlich Druck auf der Dusche hatte. Draußen ist schon stockdunkel, wir können es nicht glauben und wir haben gerade mal 8 Uhr. Ich bin auch schon todesmüde. Könnt mich direkt hinlegen, Basti hat aber noch ein Hüngerchen. Das ist völlig verrückt, damit haben wir irgendwie nicht gerechnet. Wann war denn der Zeitpunkt, dass es so früh dunkel geworden ist? Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt beschlossen, an den Seitenstraßen ranzufahren, hier zu übernachten, weil es ist, glaube ich, viel zu schade bei Dunkeln, also im Dunkeln hier entlang zu fahren. Deshalb sehen wir uns morgen wieder.
Guten Morgen. Wir haben einigermaßen gut geschlafen. Wir sind irgendwie ziemlich verrädert, aber trotzdem recht früh auf den Beinen. Basti schraubt draußen schon am Auto, weil wir haben gestern Abend gemerkt, dass unsere rechte Glühbirne, unser rechtes Licht nicht mehr funktioniert. Das ist jetzt irgendwie schon die zweite Birne, seit Basti hier ist. Wir hoffen, das wird nicht keine Ahnung, das wird nicht normal, dass wir alle paar Wochen unsere Birnen austauschen müssen. Ja, aber das funktioniert jetzt gleich wieder. Dann machen wir uns Frühstück und dann fahren wir weiter dem Fjord entlang. Heute ist es ein bisschen bedeckt und wolkig. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir eine schöne Sicht haben werden. Wir haben heute Nacht übrigens nicht ganz so romantisch schön in der Natur übernachtet. Wir stehen hier auf einem Parkplatz von einer Tankstelle und hier ist noch ein Motel und es ist direkt an der Straße und es war auch ziemlich laut, aber für die Nacht hat es getan und jetzt fahren wir ja auch schon weiter. In den offiziellen Nationalpark kommen wir mit Hund leider nicht rein, beziehungsweise es gibt nur sehr spärlich. Wir sind mitten in der Natur. Wir sind mitten in der Natur. Ich schwöre. Ich schwöre. Also in den Nationalpark kommen wir mit Hund leider nicht rein, deswegen ja, mussten wir uns irgendwie eine Alternative einfallen lassen. Wir haben jetzt hier gerade einen Parkplatz gesehen an der Straßenseite und da hinten geht es an den Fluss Saint-Marguerite. Macaron. Und der sieht ganz nett aus und da wollen wir jetzt mal eine Runde mit Peppi gehen. Und dann fahren wir einfach mal dem Fjord entlang weiter und gucken, ob wir noch ein paar schöne Stellen finden. Das war ein süßer kleiner Weg. Wir konnten hier so ein bisschen am Fluss entlang laufen und hier so ein kleiner Strand. Peppi hat ein bisschen gebadet, war richtig mutig heute. Normalerweise geht sie nicht bis zur Brust ins Wasser. Und ja, jetzt gehen wir wieder zurück und fahren das Stück noch weiter bis ans Ende von dem Fjord. In den Nationalpark werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen, aber drumherum ist es auch schön und grün. Da werden wir uns ab und an immer was suchen.
Wir sind irgendwo nirgendwo am Rande der Straße, die wir entlang fahren. Und machen uns jetzt einen gemütlichen Abend hier. Wir haben nämlich kein Internet mehr, kein mobiles. Tut uns auch mal ganz gut. Sprich, wir lesen ein Buch, machen einen Tee. Nee, wobei ein Tee noch nicht. Ist noch richtig warm. Heute war wieder ein richtig warmer Tag, obwohl eigentlich schon Herbst angesagt war. Aber ja, machen uns jetzt einen gemütlichen Abend und wir freuen uns drauf, morgen die Strecke weiterzufahren, weil es war schon richtig schön. Und deswegen haben wir auch gehalten, denn es ist dunkel. Ja, man sieht nichts mehr. Genau. Gute Nacht. Morgen. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen, aber unser Plätzchen war ja direkt an der Straße und die LKWs und Autos haben uns doch recht früh geweckt. Deshalb sind wir jetzt noch ein Stück weiter gefahren und haben uns ein Plätzchen etwas ruhiger gesucht. Hier direkt am Fluss mit einer kleinen Brücke und da machen wir uns jetzt erstmal Frühstück. Oder was? Ja, definitiv. Hunger. Hunger. Hunger haben sie. Weiter geht's. Ich bin am Steuer. Zum zweiten Mal. Dient ja auch Hollywood und ich glaube auch, dass schon allein die Figur. Ja, in der Tat. Und rein auf Chicote an oder beliebt ist ja dann auch so die Frage, was passiert. Ich bin schweißgebadet. Es war Und weg. Da ist er wieder. eine Horrorfahrt, war das. Hat angefangen, wie aus Eimern zu gießen und die LKW-Fahrer, die nehmen hier absolut keine Rücksicht. Die fahren auf, die haben Todeslicht an, also es ist, glaube ich, kein offizielles Fernlicht, aber es fühlt sich so an, als würde die ganze Zeit einer mit Fernlicht hinter einem fahren und dann fahren die so auf Und schnell. und schnell, dass man und überholen einen an Stellen, wo man nur denkt, ja, wir sind der Frosch, der überfahren wird auf der Straße. Von so einem kleinen Mit unserem Groody. kleinen Groot. Jetzt mal gucken, ob eigentlich wollten wir noch ein Stück weiter fahren, aber ich glaube, das will ich keinem von uns antun bei dem Wetter. Weißt du, willst du noch fahren? Eigentlich nicht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Sind halt wieder direkt an der Straße. Ja, aber das würde ich in Kauf nehmen. Ich bin so fertig, ich schlafe bestimmt gleich an. Erstmal einen Schnaps. Erstmal Schnaps. Prost. Aber mein Gesicht wollt ihr beim Whisky trinken ja gar nicht sehen. Auf eine wilde Fahrt. Das
klingt doch richtig gut. Wir hatten eine mal wieder weniger gute Nacht. Es hat richtig krass geregnet und der Verkehr hat leider nicht geruht hier auf der Straße. Aber dafür hat der Regen heute Morgen aufgehört. Und ich glaube, es kommt sogar ein bisschen die Sonne raus. Der Blick nach vorne ist natürlich genial. Ja, wir stehen direkt am Fluss und nach vorne sieht es richtig schön aus. Aber von hinten kommt immer so eine Druckwelle LKW. So, wir haben jetzt alles schon zusammengepackt, denn es soll weitergehen. Wir möchten nicht ganz so lange hier auf diesem recht lauten Parkplatz stehen. Eigentlich sind wir ja auf direkten Wege Richtung Ottawa unterwegs, aber wir haben jetzt auf der Karte gesehen, dass wir richtig nah an einem kleinen Nationalpark sind und deswegen haben wir mal das ins Navi eingegeben. Ist zwar ein kleiner Umweg, aber der soll richtig schön sein und sich richtig lohnen und wir freuen uns endlich in unseren ersten echten Nationalpark zu kommen. Das zeigen wir euch allerdings erst nächste Woche, denn für diese Woche war es das schon. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst uns natürlich einen Like da, nicht vergessen, das freut uns immer riesig. Und abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nächste Woche auch nicht verpasst, wenn das neue Video rauskommt und wir endlich viel, viel mehr Natur zeigen können. Und dann war es das für diese Woche. Danke, Ende. Weiter geht's. Guten Morgen, Sebastian. Diesel 1,99. Abonniert den Kanal, nicht vergessen. Ja, Jetzt habe ich da voll in das Ding geguckt. und lasst uns natürlich ein Abo da, das habe ich gerade gesagt.